Guten Morgen. Es ist mittlerweile, glaube ich, mehr als 2 Wochen her, dass ich was gefilmt habe. Noch länger, dass ich ein Video hochgeladen habe. Das lag daran, dass wir eine Woche lang Besuch von Freunden hatten. Und direkt in der Woche danach bin ich nach Deutschland gefahren. Und dort war ich jetzt die letzten 2 Wochen. Die Zeit hat mir gut getan. Ich habe mal wieder sehr viel über mich gelernt, mich sehr viel mit meiner Ernährung auseinandergesetzt, mit den Dingen, die mir fehlen für ein besseres, glücklicheres, gesünderes Leben. Ja, ich laufe jetzt hier mit einer Mütze rum, weil meine Haare sehr ungewaschen sind. Das liegt daran, dass ich hier nicht duschen kann, denn wir haben ja ein Problem mit dem Wasserdruck hier im Haus. Eine andere Geschichte, mit der ich mich schon auseinandergesetzt habe, aber es ist einfach extrem schwierig, da ein neues Ersatzteil zu finden. Ja, deswegen habe ich jetzt die Mütze auf, damit man meine ungewaschene Haarpracht nicht sieht. Aber ich werde euch jetzt mal mitnehmen und euch mal zeigen, was ich so an diesem heutigen Tag, es ist jetzt der zweite Tag, dass ich wieder hier bin, was ich heute so mache. Und das erste ist, ich mache eine Radtour, einmal zum Shop und danach gehe ich ins Gym, ein bisschen Sport machen und damit ich vor allem auch duschen kann. So, auf geht's. Thought it'd be golden, crossing the line and don't look back. Think I was broken, I needed some time to clear my head. 'Cause I've made all the mistakes and I've dealt with the heartbreak, but I think that I found my way. 'Cause I've been sinking like a stone, Carolina, take me home. Nothing's ever really broken, I won't let you go. 'Cause I'm finding my way right back to you. I'll find my way back to you. So sieht es hier drin aus. Ich bin jetzt ganz alleine hier. Es ist nur ein sehr kleines Gym, wo es auch keine Rezeption gibt, sondern man hat einfach diesen Chip, den man an die Tür hält und dann kann man 24/7 diese Gerätschaften hier nutzen. Ja, coole Sache, das kostet auch nur 100 Kronen pro Person im Monat. Ist natürlich nicht vergleichbar mit einem professionellen Fitnessstudio, aber man hat sehr viele Geräte hier und man kann eigentlich sehr viel damit machen, wenn man weiß wie. Fertig mit der kleinen Sporteinheit. Das hier sind meine super coolen Gesundheitssportschuhe. Die funktionieren perfekt. So, ich bin wieder frisch. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, ob mein Fahrrad noch draußen steht. Es steht noch da. Lost my sails, lost all direction, got caught in the veil. I didn't know love till you found me. Dann geht's mal auf nach Hause, denn da wartet I didn't know love, lost in the sea. I didn't know love
nehme euch natürlich mit nach Hause. Hallo. Hallo, meine kleine Maus. Ja, hallo. Ja, hast du mich schon vermisst? Süße Maus. Ja. Guten Morgen, Welt. Es ist schon wieder ein Tag nach gestern. Ich habe keine Aufnahmen mehr gemacht gestern, nachdem ich aus dem Fitnessstudio zu Hause angekommen bin. War dann ein bisschen zu fertig und nicht mehr in der Verfassung, noch was aufzunehmen. Ja, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, ich bin mal wieder alleine hier. Hin und wieder muss das ja mal sein. Dieses Mal war es aber ein bisschen unbeabsichtigt. Das lag daran, dass ich ständig Zugausfälle hatte und deswegen 3 Tage später angekommen bin. Und als ich angekommen bin, ist Markus eben schon auf dem Weg nach Deutschland gewesen. Deswegen bin ich jetzt alleine hier mit Maja zusammen. Und es ist auch mal wieder ganz schön, viel Zeit für mich alleine zu haben. Denn dann kann man wieder sehr gut reflektieren, was einem selbst eigentlich wichtig ist und wo man gerade steht und was man so mit sich rumträgt. Wenn eben keine Stimmen von außen kommen, kann man das am besten. Sollte sich halt die Balance halten. Also wenn es dann wieder zu sehr in die Einsamkeit geht und man zu lange alleine ist, dann finde ich, ist es auch wieder ungesund. Zumindest für mich, das ist meine Erfahrung. Da macht ja auch jeder seine eigenen Erfahrungen. Ja, und jetzt habe ich also wieder sehr viel Zeit, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Das wird hauptsächlich in die ernährungstechnische Richtung gehen. Und ja, jetzt werde ich erstmal frühstücken und dann mache ich mir einen super leckeren Knoblauch-Zitronen-Drink. Ich habe das noch nie ausprobiert, aber ich habe von einer Kur gelesen, die man machen kann mit Knoblauch und Zitrone. Es soll aufgrund der Zitrone nicht riechen. Ich bin gespannt, wie es wird. I didn't know love till you found me. I didn't know love lost in love till you found Und so sieht das Ganze jetzt aus. I didn't know love till you set me free. Didn't know love. Didn't know love. Didn't know love. Schmeckt Didn't know tatsächlich sehr viel mehr nach Zitrone, sehr viel säuerlicher, ganz leicht nur nach Knoblauch. Aber dass ich davon dann nicht stinken werde, I didn't know. Maja schmeißt gerade alles runter. Das hast du also heute Nacht gefunden und damit gespielt. Ja? Kein Katzenspielzeug, das ist Deko. Also eigentlich wollte ich den Tag heute ja nutzen, um mal wieder einen Kuchen zu backen. Aber jetzt ist der Tag so unglaublich schön geworden. Die Sonne ist rausgekommen und ich weiß echt nicht, wann ich das letzte Mal so einen schönen sonnigen Tag erlebt habe. In Deutschland hat die Sonne nämlich gar nicht geschienen. Deswegen habe ich meine Pläne jetzt erstmal geändert.
Jetzt werde ich erstmal einen schönen Spaziergang machen, einen ausgedehnten Spaziergang. Diese unglaublich schöne Sonne genießen und dann mal schauen, was ich noch weiter mit diesem Sonntag anfange. Ob ich vielleicht doch noch einen Kuchen backe. Ich bin jetzt eigentlich schon ein Stückchen in den Wald hier reingelaufen, bis ich bemerkt habe, dass mir schon wieder meine Mütze abhanden gekommen ist. Das passiert mir ständig. Ich weiß nicht genau wie. Ich glaube, ich lasse sie einfach fallen und denke überhaupt nicht drüber nach. Jetzt hoffe ich mal, dass ich die irgendwo wiederfinde. Ich weiß, dass ich sie beim Aufstieg noch gehabt habe. So, bisher keine Spur. Ich versuche jetzt den Weg zurückzulaufen, den ich eben aufgekommen bin. Vielleicht habe ich sie doch irgendwo beim Aufstieg liegen gelassen. Aber tatsächlich, das ist die wahrscheinlichste Variante, denn ich habe da eben noch eine Besenheide, wo ich Fotos gemacht habe. Und ich glaube, da habe ich die dann hingelegt. Und dann bin ich einfach weitergegangen. Also müssen wir doch wieder den Berg hier runter. So, ich glaube, da unten liegt was. Das kann man jetzt auf dem Display überhaupt nicht sehen. Könnte aber auch ein Stein sein. Mal schauen. Ich habe sie tatsächlich wiedergefunden. Sie liegt da mitten auf dem Weg. Ja, ich habe die wohl einfach fallen lassen. Und bin weitergegangen und habe mir nichts dabei gedacht. Aber schön, dass ich sie jetzt wiedergefunden habe. Ein spektakulärer Blog über den Verlust und das Wiederfinden meiner Mütze. Es war sowieso okay, dass ich den Berg wieder runtergegangen bin. Ich habe noch ein Sträußchen, ich muss jetzt aufpassen, meine Mütze nicht wieder zu verlieren. Ich habe noch ein Sträußchen Schafgarbe gefunden. Die verliere ich auch gerade. Ja, frische Schafgarbe. Die werde ich nämlich nachher verwenden, um sie in meinem Kuchen zu verarbeiten. Das wird spannend. Ich habe ein Rezept kreiert, was ich jetzt aber selber das erste Mal austesten werde. Deswegen habe ich noch keine Ahnung, wie es werden wird. Aber, naja, Kuchen schmecken ja irgendwie immer gut. Von daher wird das schon gehen. Und zwar wird es ein Schoko-Kürbis-Brownie-Schichtkuchen mit einer Füllung aus geraspelten Äpfeln, Rosenwasser und Schafgarbentee. Und das machen wir jetzt. So, ich habe jetzt beim Filmen ein paar Schritte übersprungen. Hier ist die Masse, das Kürbispüree. Das habe ich mit 2 Eiern vermengt, mit Vanillepulver, mit Tonkabohne. Ich habe dann ein bisschen Süße ran gemacht. Normalerweise bin ich ja ein Fan davon, Sachen natürlich zu süßen, also entweder mit Datteln oder mit Bananen, einfach wo das Fruchtfleisch noch drin ist, damit eben der Blutzuckerspiegel nicht ganz so doll ansteigt, wenn da eben ja,
noch Ballaststoffe mit dabei sind. Ich habe allerdings noch seit ungefähr Jahren in Sirup eingelegte Walnüsse, für die ich einfach keine Verwendung finde. Ich möchte sie auch nicht wegschmeißen. Ja, das ist also. Es sind also grüne Walnüsse, Nelken, Zimt, Kardamom und Sirup. Und Sirup ist halt, ja, einfach Zucker. Ja, das werde ich also einfach jetzt alternativ verwenden und nach dem Teig zugeben. Das Mehl, das ist eine Mischung aus Reismehl, Kokosmehl, Mandelmehl. Dann habe ich Kakaopulver zugemischt. Ich nutze immer Bicarbonat, deswegen muss ich jetzt noch Essig mit reinmachen, damit das Ganze dann später aufgeht. Zimt, Kardamom und das werde ich jetzt alles zusammen mixen. Schmeckt tatsächlich sehr nach Kokos. Ich habe nämlich Kokosmehl verwendet. Und ansonsten sehr lecker. Ein richtig schöner frischer Kuchen. Und falls du interessiert daran bist, den nachzubacken, ich habe einen neuen Blog entwickelt. Da steht momentan noch nicht allzu viel drauf, aber ich arbeite dran, dass ich den mehr und mehr fülle. Der heißt smultrongarten.de und dort wirst du all meine Rezepte finden in der Zukunft, wenn ich dazu komme, sie zu posten. Also ja, ich freue mich, wenn du dort mal vorbeischauen würdest, denn das ist eine super einfache Variante, um mich zu unterstützen. Deine Klicks, die zählen und geben mir die Chance auf neue Ausschüttungen in der Zukunft. Und mehr dazu erfährst du auch auf dem Blog. So, schau gerne mal vorbei. Ich kann es ja selber kaum glauben, aber ich habe einen kleinen, großen Erfolg erzielt. Meine Tomaten sind tatsächlich noch reif geworden. Hier hängen zwei wunderschöne, fast wunderschöne, prächtig rote Tomaten dran. Die sind jetzt mittlerweile schon ein bisschen verschrumpelt, also Zeit zu essen. Und hier unten die werden auch langsam rot. Und das ist wundervoll. Dein allererster Schnee. Meine kleine süße Maus. Der erste Schnee für dieses Jahr ist da. Jetzt ist es definitiv auch Zeit, um meine letzten Ringelblumenblüten zu ernten. Jetzt fliegen eh keine Insekten mehr rum, denen das nützlich sein könnte. Und ich werde die jetzt ernten, damit ich die trocknen kann und für den Winter als Tee verwenden kann.
Das ist sie, meine gefrorene Blütenpracht. Und das ist Katzis erster Gang in den Schnee. Ne, Sisi? Was ist das? Ist dir noch nicht so geheuer, hä? Schon wieder da oben. Es ist eigentlich jedes Jahr im Herbst das Gleiche, dass ich, bis es nicht mehr geht, warte, um den Garten winterfest zu machen. Das ist jetzt der Fall. Es schneit und ich muss noch die Gartenmöbel reinholen, unterstellen, die Lichterketten abhängen und ein paar Pflänzchen in den Wintergarten bringen, wo sie hoffentlich überleben werden. Wir werden sehen. Aber dazu muss ich jetzt erstmal ein bisschen Ordnung schaffen in der Werkstatt. Das ist eigentlich Markusreich, aber naja, so viel Platz ist da drin nicht. Deswegen mache ich das jetzt mal. Er ist ja eh nicht da. So sieht sie aus. Nee, Mausi. Kein Platz für dich.
Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen an all die Menschen, die so liebe Kommentare unter meine Videos setzen. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Und gerade in Zeiten, wenn es mir nicht so gut geht, dann ist es richtig schön zu lesen, ja, wenn man andere Leute erreicht oder wenn man einfach Zuspruch bekommt oder wenn Leute einfach den Raum halten für das, was man teilt. Und ja, das weiß ich sehr zu schätzen, das bedeutet mir sehr viel. Und dafür danke ich jedem Einzelnen von euch. Eine Sache, die mir sehr auf dem Herzen liegt, die ich hier definitiv nochmal ansprechen möchte. Das ist ein sehr sensibles Thema. Es geht um Depressionen und wenn du fühlst, du bist nicht bereit, dir das anzuschauen und zuzuhören, wenn du in irgendeiner Art und Weise das Gefühl hast, das triggert dich, du fühlst dich unwohl damit, dann kannst du an dieser Stelle gerne das Video beenden. Es ist die Abschlusssequenz, in der ich über dieses Thema nochmal kurz reden möchte. Denn das betrifft auch mich seit Jahren. Ich habe auf diesem Kanal schon häufiger über die Probleme berichtet, die ich hier in diesem Land habe, speziell auch mit dem Gesundheitssystem. Ja, warum ich das hier anspreche, ist, weil ich weiß, dass es sehr, sehr viele Menschen da draußen gibt, höchstwahrscheinlich auch unter meinen Zuschauern, die dieses Thema in irgendeiner Art und Weise betrifft. Und ich weiß aber auch, dass es andere Menschen gibt, die wollen damit nichts zu tun haben, die wollen das nicht sehen, die wollen sich gerade die schönen Momente herauspicken und den Fokus darauf legen, aber darum soll es auf meinem Kanal auch gar nicht gehen, weil ich denke, es vermittelt einfach ein sehr, sehr falsches Bild. Ich selbst fand es in der Vergangenheit immer schwierig, YouTube-Kanäle zu verfolgen, bei denen irgendwie alles super zu laufen scheint, die ja sehr gut darin sind, immer nur das Positive im Leben zu sehen und alles Negative irgendwie abschütteln können. Mir hat das nicht gut getan, weil ich immer das Gefühl hatte, ich kann da nicht mithalten, warum klappt es bei mir nicht? Das führt eigentlich dazu, dass man sich mehr und mehr in einer Abwärtsspirale befindet und irgendwann nicht mehr weiß, ja, also man zweifelt sehr an sich. Und ich denke, es geht vielen da draußen so, die YouTube-Kanäle verfolgen, bei denen das Leben perfekt zu sein scheint. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man über sensible Themen spricht oder wenn es einem nicht so gut geht, wenn man Herausforderungen hat, dann kommen auch ganz schnell die Personen und Menschen an, die Ratschläge erteilen, die den vermeintlichen Weg gefunden haben, die dieses eine Rezept haben, was man verfolgen muss, damit es einem wieder besser geht. Und da kann ich nur appellieren, bitte nicht, denn für jemanden, der durch Depressionen geht, ist genau das überhaupt nicht hilfreich. Es bringt jemandem, der Depressionen hat, nichts, sich auf das Gute zu fokussieren oder sich selbst zu sagen, ja, andere Menschen haben ja auch Probleme oder vielleicht gibt es Menschen, denen geht es noch schlechter. Natürlich gibt es das und das ist traurig, dass das so ist, aber es relativiert die eigenen Probleme ja nicht. Ähm, es ist keine Lösung für jemanden, der depressiv ist, die eigenen Probleme dadurch runterzuspielen, denn das macht die Probleme nicht besser. Im Gegenteil, dadurch werden die Probleme eigentlich nur unterdrückt und im Inneren brodelt es weiter, bis es irgendwann nicht mehr geht. Und deswegen ist mir das so wichtig, das hier anzusprechen. Deswegen ist es mir wichtig, immer wieder zu sagen, wenn es mir nicht gut geht, weil das mein Leben ist. Und auch wenn ich hier schon sehr, sehr viel habe, was andere Menschen nicht haben und was auch sehr wichtig ist für ein gesundes, glückliches Leben, so habe ich dennoch viele Baustellen, an denen ich arbeite und die sich nicht von einem auf den anderen Tag wegzaubern lassen. Ja, ich habe in der Vergangenheit sehr viel mich mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Ich habe Coachings gemacht, ich war auf Jobmessen, wo die
ja, Top-Unternehmerinnen Motivationsreden gehalten haben, wie man es schafft, selbstbewusster zu werden. Und all diese Dinge habe ich durchgemacht mit dem Resultat, dass ich mich einfach nur noch schlechter gefühlt habe im Laufe der Zeit. Also nichts davon hat mir wirklich geholfen. Ich habe auch die allseits bekannte Plattform genutzt, die sich auf psychologische Beratung konzentriert. Es mag sein, dass das vielen Menschen hilft. Das möchte ich auch gar nicht schlecht reden. Meine Erfahrungen mit dieser Plattform sind allerdings alles andere als gut gewesen. Ich hatte den Eindruck, dass es bei dieser Plattform in erster Linie darum geht, Geld zu machen. Man bezahlt für diese Beratungen sehr, 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 sehr viel Geld. Ja, also ich habe mich dort angemeldet auf dieser Plattform, habe mich aber nicht direkt dazu entschieden, schon mit einem Berater zu matchen, also den ersten Kontakt aufzunehmen. Ich habe mir Zeit gelassen und mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Währenddessen wurde ich aber tagtäglich bombardiert mit Angebots-E-Mails und es wurde sehr viel Druck gemacht, dass mein Angebot verfällt, wenn ich jetzt nicht innerhalb der nächsten Tage oder Stunden antworte. Schon alleine diese Strategie ist für jemanden, der unter Angststörungen und Depressionen leidet, extrem gefährlich, denn genau dadurch werden gewisse Ängste einfach wieder getriggert. Und das nur aus dem Punkt, Geld zu machen. Ich finde das extrem schwierig. Ich habe mich dann dazu verleiten lassen, dieses Angebot, was mir gemacht wurde, anzunehmen. Und habe dann auch eine Beratung gestartet. Und auch das war alles andere als schön. Also zum einen gab es die sprachlichen Barrieren, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Zum anderen habe ich das Gefühl, meine Probleme wurden einfach überhaupt nicht ernst genommen. Also das, was ich angesprochen habe, wurde wieder einmal heruntergespielt. Und mir wurde dann gesagt, ich muss halt meditieren und ich muss das Meditieren weiter üben, damit es mir besser geht. Und natürlich, Meditation, Achtsamkeit, all das sind Themen, die ich für sehr wichtig halte im Alltag. Ich praktiziere das selbst regelmäßig oder trainiere auch, dass ich das immer wieder hinbekomme. Aber das alleine reicht nicht aus, um tiefenpsychologische Probleme zu lösen. Und deswegen habe ich mich auch wieder nach dieser ersten Sitzung von dieser Plattform abgemeldet. Man hat ja eine 2-wöchige Widerrufsphase. Das habe ich dann ausgenutzt und so habe ich auch das Geld wiederbekommen. Ja, ich habe auch im letzten Jahr hier schon versucht, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen, aber auch das ist nicht einfach gewesen. Da gab es Schwierigkeiten, weswegen ich dann ja eigentlich wieder irgendwie fallen gelassen wurde und da ist dann lange nichts passiert. Und jetzt habe ich dann nochmal einen neuen Angriff gewagt und habe mich nochmal auf die Suche gemacht. Und das richtig Coole ist, dass es auch hier in Schweden spezielle Plattformen gibt, wo man sich einen Psychologen heraussuchen kann. Aber der große Unterschied ist, dass dort ausschließlich ausgebildete, studierte, zertifizierte Psychologen arbeiten. Also die benötigen hier wirklich eine Lizenz, eine Legitimation, dass sie als Psychologen arbeiten dürfen und jeder, der dort arbeitet, hat das. Man kann sich also darauf verlassen, dass man es mit Menschen zu tun hat, die Ahnung von ihrem Fachwerk haben. Ich zahle jetzt für eine Sitzung 100 Kronen, das sind umgerechnet vielleicht 9 Euro. Und das Ganze ist auch mit der schwedischen Försäkringskassan, der schwedischen Versicherung verbunden. Das bedeutet also, es fällt unter den Hochkostenschutz übersetzt. Wenn ich also eine gewisse Grenze erreicht habe innerhalb eines Jahres, dann sind die zusätzlichen oder die nachfolgenden Termine kostenfrei für mich. Ja, meine kleine Süßi-Maus. Ja. Dieses kleine Mäuschen hier ist eine absolute Bereicherung in unserem Leben geworden. Es ist wunderschön, dass sie jetzt an unserer Seite ist und uns so viel Freude bringt.
und dass sie sich so zu einem selbstbewussten Kätzchen entwickelt hat. Das ist richtig schön zu sehen, denn am Anfang war sie extremst eingeschüchtert und ängstlich. Aber es ist schön, ihre Entwicklung zu sehen. Ja, und auch ich bin jetzt erstmal sehr, sehr froh, dass ich mit meinen Problemen in professionellen Händen bin, dass ich dort einen Raum habe, wo ich das alles ansprechen kann, was mich belastet, denn da schlummert einfach sehr, sehr viel im Hintergrund, was mir die Leichtigkeit nimmt und weswegen ich auch nicht einfach ein super happy Bild präsentieren kann, auch in meinen Videos nicht. Das funktioniert nicht. Denn aus meiner Sicht gehört einfach noch mehr dazu. Es ist zwar ein guter Schritt, wenn man schon mal das Leben führt, was man führen möchte, mit Naturverbundenheit, mit sehr viel Ruhe, mit Achtsamkeit. Das sind wichtige Dinge, die man verfolgen sollte. Aber es ist bei uns ja einfach eine große Unsicherheit, ob wir das auf Dauer verfolgen können. Denn es ist nun mal so, dass wir gerade finanziell ähm, ja, instabil dastehen. Also bei uns beiden ist die Zukunft sehr unsicher, was das angeht. Und das ist einfach ein großes Thema, worüber man nicht einfach so hinwegsehen kann. Klar versuchen wir im Hier und Jetzt zu leben und das auch größtmöglich zu genießen, was wir gerade haben. Aber trotzdem schwingen diese Probleme im Hintergrund mit. Zum anderen ist es immer noch ein großes Thema mit der Integration. Es ist einfach extrem wichtig, dass man ein soziales Umfeld hat, was einen auffängt. Das ist wichtig für die mentale Gesundheit. Auch das ist bei uns noch nicht so gegeben, wie wir uns das vielleicht wünschen und vorstellen. Einfach, das liegt einfach auch an unseren Persönlichkeiten, dass wir eben sehr introvertiert sind und dass es extrem schwierig ist für uns, neue Kontakte zu knüpfen. Und zu guter Letzt ist es eben auch das Thema Gesundheit und Schmerzfreiheit, was für Lebensqualität sorgt. Jemand, der mit ständigen Schmerzen zu kämpfen hat, den wird es auch nicht trösten, was er sonst Gutes im Leben hat. Denn Dauerschmerzen sind einfach nicht schön zu ertragen. Und all diese Themen, die ich jetzt angesprochen habe, sind Beispiele, die eben dafür sorgen können, dass man mentale Probleme hat. Und die sollte man nicht herunterspielen, wenn man sie hat, denn dadurch wird es nicht besser. Und ja, ich spreche das an, weil ich denke, dass sich viele damit identifizieren können, dass viele vielleicht auch Probleme haben, die durch andere abgewertet werden. Und ich möchte einfach sagen, ihr seid nicht alleine. Wenn du noch dabei bist, dann danke ich dir sehr, dass du mir zugehört hast. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.